Diese monumentale Lüstervase, erschaffen von einem unbekannten Künstler um das Jahr 1260, stammt aus der iranischen Stadt Kaschan. Sie wurde 2019 dem Museum für Islamische Kunst von der Ludwig-Stiftung Aachen als Dauerleihgabe übergeben, um sie zu restaurieren und in einer Ausstellung zu präsentieren. Nur etwa ein Drittel der Vase besteht aus den Scherben des Ursprungsgefäßes. Diese zeichnen sich durch ihr feines, sicheres Dekor und die kontrastreiche Lüsterbemalung aus. Der Rest besteht aus Fremdscherben und nachgebrannten Scherben, erkennbar an der gelblichen Einfärbung. Diese sind vor dem ersten dokumentierten Verkauf auf dem Kunstmarkt im Jahr 1931 hinzugefügt worden. Bevor das Museum für Islamische Kunst die Vase erhalten hat, wurde das Gefäß bereits mehrfach restauriert. Restauratoren untersuchen zunächst ihre Objekte. Das heißt, bevor man mit einer Restaurierung beginnt, guckt man sehr genau, was hat man da. Man sichtet alte Fotos, Archivaufnahmen, untersucht die ganzen Schäden und Schadensursachen und erstellt dann ein Konzept. Und in unserem Fall war es so, dass diese Vase eigentlich ein prunkvolles Gefäß ist, aber im jetzigen Zustand sehr uneinheitlich war. Also es gab viele Fehlstellen im Dekor und wir haben uns dazu entschlossen, alle Fehlstellen zu verschließen und das Dekor wieder zu rekonstruieren und haben uns bei dieser Rekonstruktion auf das vorhandene alte, originale Dekor bezogen und haben aber kenntlich gemacht, was unsere Zutaten sind. Denn alles andere wäre eine Fälschung, eine historische, aber wir sind eben keine Fälscher und machen einfach kenntlich, was wir hinzufügen zu einem Objekt. Die erhaltenen Motive von Tieren und Menschen wurden mittels einem Transparentpapier übertragen und an die passenden Stellen mittels Punktretusche übertragen. Dieses Dekor setzt sich, so wie der Name sagt, eben aus vielen kleinen Punkten zusammen, die einerseits eine geschlossene Farbwirkung haben, wenn man von weiter weg drauf schaut. Aber eben, wenn man näher rangeht, sieht man ganz genau, dass an dieser Stelle eben eine Ergänzung drin ist, sodass es eben jemand retuschiert hat. Wir finden, dass es eine tolle Arbeit geworden ist und dass das Gefäß jetzt nach ungefähr einem Jahr von Retuschen und Bearbeitung wirklich wieder einheitlich wirkt und den Charakter von einem großen Prunkgefäß hat. Was wir als Restauratoren nicht so gerne hören, ist eigentlich ist der Satz oder die Bezeichnung, das Objekt strahlt in neuem Glanz. Tatsächlich stimmt es aber in dem Fall wirklich, denn sie glänzt jetzt wieder und strahlt und wird sicherlich ein Prunkstück der neuen Dauerausstellung werden.